Und wir fordern natürlich Konsequenzen. Und die können im ersten Schritt nur so aussehen, dass die Innenministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Frau Dr. Tamara Zieschank, zurücktritt. Sollte sich Frau Dr. Zieschank weigern, fordern wir den Ministerpräsidenten des Landes, Dr. Rainer Haseloff, auf, die Ministerin, Frau Dr. Zieschank, zu entlassen. Wir wollen eine strategische Neuausrichtung und Neugestaltung, besonders des Verfassungsschutzes. Hey Leute, warum versagt unser Staat immer wieder bei der Sicherheit seiner Bürger? Die AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt fordert klare Konsequenzen. Ein Untersuchungsausschuss muss her und es geht um Fragen, die uns alle betreffen. Warum wurde ein gefährlicher Täter nicht abgeschoben? Warum hat unser System hier völlig versagt? Bleibt dran, denn in diesem Video klären wir, warum diese Forderungen nicht nur richtig, sondern längst überfällig sind. Wenn euch das Thema bewegt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vor allem schreibt eure Meinung in die Kommentare, denn es geht um nichts Geringeres als die Sicherheit in unserem Land. Auf geht's! Die Landtagsfraktion der AfD kam jetzt 2 Tage lang zusammen im Mansfelder Land zu einer Klausurtagung zum Jahresauftakt und wir haben uns mit 3, 4 wirklich Schwerpunktthemen beschäftigt. Mit dem Hauptthema werden wir nachher zum Schluss nochmal intensiver ausführen. Das machen noch die Kollegen Oliver Kirchner und Matthias Büttner nochmal intensiver. Und vorab informiere ich Sie nochmal über die anderen Inhalte der Klausurtagung. Es ging um den Landeshaushalt 2025-26. Dann war ein weiterer Schwerpunkt, dass wir uns mit dem Thema des Aufenthalts- und Asylrechts intensiver beschäftigt haben. Weiterhin haben wir die Anträge für die Januar-Landtagssitzung beraten. Von mir auch nochmal ein frohes und gesundes neues Jahr. Ja, wir haben natürlich hier in Deutschland das Problem, dass der Staat, der die Verantwortung für die Sicherheit der Bürger trägt, dem nicht mehr nachkommt. Deswegen ist uns ein Anliegen, hier einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Und für uns ist die Asylgesetzgebung da eigentlich eindeutig. Und deswegen haben die Leute, die hier in den Regierungen sitzen, eben auch die Verantwortung dafür. Die Frage, die mir sich stellt, ist eben, wie lange wollen wir hier noch warten, bis hier endlich was passiert? Und wir wollen, dass dieser Anschlag, der hier passiert ist, so aufgearbeitet wird, wie sich das gehört. Und nicht bloß am kleinsten unten rumgedoktert wird, warum ein Auto nicht da stand und ein Auto nicht da stand. Hier muss man wirklich die Komplexität der Sache behandeln und eben dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Da stellen sich 1000 Fragen. Warum ist dieser Täter überhaupt hier gewesen? Wenn es ein Auslieferungsgesuch des saudi-arabischen Landes gegeben hat, warum wurde er nicht ausgeliefert? Warum hat er im selben Jahr seinen Asylstatus hier in Deutschland bekommen? Welche Straftaten lagen dort gegen ihn vor? Hat man ihn deswegen nicht abgeschoben, weil man vermutet hat, dass er dort zu hart bestraft wird? Und haben wir deswegen die Toten jetzt in unserem eigenen Land? Das sind alles Sachen, die möchte ich geklärt haben. Und deswegen möchten wir eben praktisch einen Untersuchungsausschuss haben, der diese Sachen alle klärt. Und zwar ganz offen und hier keiner in Schutz genommen wird, der nicht in Schutz genommen werden sollte. Leider Gottes ist uns ja als Abgeordneten auch nicht mehr bekannt als das, was in der Presse zu lesen ist. Das, was bisher bekannt geworden ist, lässt natürlich folgenden Schluss zu. Die Sicherheitsbehörden des Landes haben systematisch versagt. Dieses Attentat hätte verhindert werden können, wenn die Sicherheitsbehörden des Landes korrekt gehandelt hätten. Und wir fordern natürlich Konsequenzen und die können im ersten Schritt nur so aussehen, dass die Innenministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Frau Dr. Tamara Zieschank, zurücktritt. Sollte sich Frau Dr. Zieschank weigern, fordern wir den Ministerpräsidenten des Landes, Dr. Rainer Haseloff, auf, die Ministerin, Frau Dr. Zieschank, zu entlassen. Wir wollen eine strategische Neuausrichtung und Neugestaltung, besonders des Verfassungsschutzes. Wir wollen, dass die Sicherheitsbehörden in Gänze sensibilisiert werden. Und wir wollen natürlich auch, dass die Gefährderüberwachung anders vonstatten geht. Und wir fordern natürlich, und das ist auch eine sehr wichtige Forderung, die unmittelbare Beteiligung des Oppositionsführers in diesem Landtag an der Parlamentarischen Kontrollkommission dieses Landtages.
Wir haben es hier mit einem systematischen Versagen über mehrere Ministerien und über mehrere Ressorts hinweg zu tun. Das Justizministerium, das Innenministerium und auch das Ministerium für Soziales. Und da stellen wir uns ganz klar die Frage, wie war es beispielsweise möglich, dass so jemand eine Approbationsanerkennung bekommt. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand wird auch der Umgang mit den Opfern sein. Das ist ein Thema, was auch die Öffentlichkeit zu Recht sehr interessiert. Es gibt jetzt im Zuge der nachträglichen Kommunikation ganz viele weitere offene Fragen. Beispielsweise ist uns bekannt geworden, dass der Todesfall, der 6., schon mehrere Tage zurücklag, aber erst jetzt der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und da stellen sich viele Menschen zu Recht die Frage, wie man hier wirklich mit der Öffentlichkeit umgeht, wie man auch mit den Betroffenen vor Ort umgeht. Und auch das soll im Sinne einer Gerechtigkeit Aufklärungsgegenstand in diesem Untersuchungsausschuss sein. Ein weiterer Punkt, den wir aufklären möchten, ist, gerade unter Berücksichtigung seines Statuses als Flüchtlingshelfer, ganz, ganz wichtig, gab es Kooperationen mit anderen Institutionen in Sachsen-Anhalt. Und hier sehen wir auch ganz klar die Verantwortung bei der Ministerin Grimm-Benner, wie es möglich ist, dass solche Menschen hier, wie gesagt, als Ärzte tätig sind, wie das überhaupt funktionieren kann. Da hat niemand in diesem Land Verständnis für. Und da würden wir uns auch niemals auf irgendwelche Minimalkonsens bei der Koalition einlassen, wenn es hier irgendwelche Wünsche gibt, diesen Untersuchungsgegenstand abzumildern. Das darf nicht passieren. Wir sind es hier der Öffentlichkeit, den Opfern und den Menschen in Deutschland schuldig, dass wir jedes Detail und jeden Stein umdrehen und auch jeden Verantwortlichen so benennen, wie es sich gehört, damit wir auch entsprechend die Verantwortung hier herbeiführen können. Und das ist Zielsetzung dieses parlamentarischen Untersuchungsausschusses, den wir als AfD-Fraktion einsetzen möchten. Die Kette dieser Umstände in Deutschland, man kann sie endlos vorführen, Berlin, Frankfurt, Magdeburg, Solingen, Mannheim, die darf nicht weitergeführt werden und deswegen ist diese Aufarbeitung mehr als notwendig. Ja, danke schön, Herr Siegmann. Ich finde es unfassbar, wie unsere Behörden hier komplett versagen und niemand die Verantwortung übernimmt. Es scheint, als wolle man alles totschweigen, als ob nichts passiert wäre. Doch das dürfen wir nicht zulassen. Es kann nicht sein, dass die Verantwortlichen einfach weitermachen, als wäre alles in Ordnung. Die Tragödie von Magdeburg muss immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Nicht nur wegen der Opfer, sondern auch, um die Schuldigen klar zu benennen. Die regierenden Parteien tragen ihren Teil dazu bei, indem sie diese Zustände überhaupt erst ermöglicht haben. Sie haben dieses Unheil ins Land gebracht und die Konsequenzen tragen am Ende wir alle. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Wenn ihr auch findet, dass es so nicht weitergehen kann, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt eure Meinung in den Kommentaren. Bleibt wachsam und lasst euch nicht alles gefallen. Bis zum nächsten Mal.